bin, glaube ich, insgesamt wirklich bei knapp 10.000, was ich für Videospiele ausgegeben habe. Lifetime. Flive vierstellig. Ich glaube sogar League of Legends war hoch dreistellig. Castle Clash dreistellig. Ja. Ich habe auch noch, ja, manche Games, ich hab mal, wie heißt das nochmal? Ich weiß nicht mal mehr den Namen, Alter. Dafür habe ich auch mal dreistellig ausgegeben. Fuck, wie heißt das? Good Game Empire, Alter. Good Game Empire. Jesus, die haben auch so krass, Alter, das ist auch so ein geistesgestörtes Pay-to-Win-Game. Holy fuck, man. Da haben sie mich irgendwie mal reingebaitet, da habe ich auch 200 drin gelassen oder so. Also das ist schon, was weiß ich, 15 Jahre her oder so. Ja, und Shakes and Fidget war das Schlimmste. Für Shakes and Fidget habe ich mit Abstand das meiste Geld ausgegeben. Das war nicht nur vierstellig, sondern Shakes and Fidget könnte über 2000. Das ist gleich das einzige Game, wofür ich... Also es gibt nur 2 Games, für die ich vierstellig ausgegeben habe. Eins ist Flive. Bis 2018. Also in 11 Jahren vierstellig. Geht eigentlich noch. Und niedrig vierstellig natürlich. Aber für Shakes and Fidget war es wahrscheinlich doppelt so viel. Also über 2000 auf jeden Fall. Zwar auch über den Zeitraum von 12 Jahren oder so. Aber trotzdem. Und ja. Naja, wenn du alles zusammen... Ich meine, dann gibt es natürlich noch so Overwatch oder so. Oder irgendwie so Sachen, an die ich mich wahrscheinlich gar nicht mehr dran erinnern kann. Wenn du das alles zusammenzählst... also 10.000 sind es wahrscheinlich nicht, aber knapp drunter vermutlich. Also ich schätze mal irgendwas zwischen 8.500 und 10.000 Euro. Und wie gesagt, sehr vieles davon habe ich halt nicht sehr viel später schon wieder krass bereut. Also so selbst Castle Clash, wobei Castle Clash wahrscheinlich noch mit das Beste war, weil ich es sehr lange gespielt habe. Und eigentlich schon nice fand. Aber, ja. Aber ich habe jetzt zum Glück die Reißlinie gezogen und gebe jetzt kein Geld mehr für Videospiele aus. Und das schon seit 7 Jahren. Quasi gar nichts mehr. Es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn du sowas kaufst und dann, keine Ahnung, ein paar Wochen später hört es schon wieder auf. Dann halt immer, weil ich ja immer geupgradet habe. Also ich habe auch wirklich das Dümmste gemacht, was ist, also das Kluge wäre gewesen, okay, du cashst, dann nimmst du das Geld, entweder du investierst es, probierst irgendwie, ich will es gar nicht aussprechen, zu resellen oder sowas. Oder du kaufst halt einfach direkt Equipment davon. Und ich meine, tatsächlich, egal wann du Flive gespielt hast, also zumindest bei Flive PC, ich weiß gar nicht, wie es im Flive Universe ist, will ich, glaube ich, gar nicht ausrechnen. Also bis zum letzten Update mit den 150er Waffen, glaube ich, war es im Flive Universe auch noch okay. Aber in Flive PC war es echt heftig. Also was man sich da eigentlich immer für 100 oder 200 Euro an Equipment holen konnte, war echt krass, meiner Meinung nach, für eine lange Zeit. Also bis 2018, oder sagen wir bis 2016, war es schon wirklich heftig, was man sich in Flive PC mit einem Huni oder so ercashen konnte. Natürlich trotzdem blöd, dass es Pay-to-Win ist sozusagen. Aber eigentlich schon echt gut. Aber was habe ich gemacht? Ich habe immer nur gegambelt und in manchen, also kam heute sowieso schon zur Sprache lustigerweise, mit den 4 Lightning 10% Karten und den Changeaways. Das Geld war einfach weg. Du hast 100 oder 200 Euro ausgegeben und es war einfach weg. Dein Equipment hat sich nicht verbessert. Und du hast quasi 200 Euro in 4 Lightning 10 Karten umgewandelt, die keine 20 Euro wert sind. Und dann denkst du dir, oder, ich meine, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, was ich damals gedacht habe. Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Ziemlich düstere Gedanken vermutlich. Das Lustigste ist, damals habe ich meine Videos nicht mal monetarisiert, also ich habe nicht mal Geld zurückbekommen. Ich habe erst 2017 oder 2018 meine Videos monetarisiert, erst ultra spät. Weil ich mir dann auch irgendwann dachte, Junge, ich gebe so viel Geld aus und ich kriege nicht mal Geld zurück und ich stecke da so viel Zeit rein, das ist eigentlich ein bisschen crazy, dass ich da kein Geld zurückbekomme. Ich meine, bei den Aufrufen, die ich damals und heute habe, ist sowieso crazy. Also das Geld kriegst du auch nicht zurück. Da müsstest du sehr viele Videos für 100 Euro hochladen.
Also wenn du so Gamble-Videos machst. Aber ja, es war auf jeden Fall ziemlich dumm. Wenn ich einfach nur die 200 Euro genommen hätte und für Equipment ausgegeben hätte, dann hätte ich so viel weiterkommen können, dann wäre ich wahrscheinlich so viel besser gewesen und so. Ja. Aber im Endeffekt ist das wie eine Sucht. Ist eigentlich nichts anderes. Also ich sehe das auch bei Genshin Impact relativ kritisch. Und ich meine, es sind alles erwachsene Menschen in der Regel. Oder selbst wenn es nicht erwachsene Menschen sind, in der Regel ist es ihr eigenes Geld. In der Regel. Vielleicht nicht immer hundertprozentig, aber in der Regel. Und ich meine, damit kann ja jeder machen, was er will, selbst wenn er nicht erwachsen ist. Grundsätzlich. Aber ich denke mir so, da werden halt zum Beispiel bei einem Gacha-Game neue Charakter released und die Leute sagen sofort, oh Mann, mein Geldbeutel wird so bluten und so. Und ich denke mir, also heutzutage, ich meine, weiß nicht, was ich damals über sowas gedacht hätte. Ich meine, gut, damals gab es noch nicht wirklich Gacha-Games, die gibt es erst. Also, diese Art von Gacha-Games. Ich meine, Gacha theoretisch gibt es schon immer, aber you know what I mean. Weiß nicht, was ich damals darüber gedacht hätte, wenn ich sowas begegnet wäre. Aber heutzutage ist es halt irgendwie richtig cringe, sowas zu lesen. Weil ich mir so denke, Junge, niemand zwingt dich, Geld auszugeben, vor allem nicht ein paar 100 Euro direkt. Ich meine, es ist leider so teuer, wenn du wirklich garantiert Charakter haben willst, vor allem dann auch direkt auf einer höheren Stufe oder mit mehreren oder mehrere Charakter oder whatever. Ja, ich habe die ganze Zeit Disconnects, Junge, was ist los, Alter? Also grundsätzlich ist es schon so, ja, wenn du den Charakter wirklich haben willst, ohne Wenn und Aber, dann, ja, dann musst du cashen. Und ja, das ist schon wirklich so teuer, wenn du es garantiert haben willst und auch noch dann noch eine höhere Stufe, also ihn öfter pullen willst, damit er dann stärker wird und so. Aber keiner zwingt dich dazu und ich sag mal so, es ist in der Regel, also ich habe bisher noch kein wirkliches Spiel erlebt, selbst Mu Dark Epoch zum Beispiel. Ich habe bisher, also seit ich die Brille abgenommen habe und also meine Pay-to-Win-Brille abgenommen habe und meine Free-to-Play-Brille aufgesetzt habe, auch wenn ich überhaupt keine Brille trage, also jetzt zumindest nicht, ist mir eigentlich noch kein Game untergekommen, wo ich wirklich das Gefühl hatte, also nachdem ich meine Mentalität geändert habe und aufgehört habe zu cashen in Videospielen, habe ich eigentlich festgestellt, es gibt eigentlich wirklich kein einziges Game, wo es nicht möglich ist, sich das einfach zu ergrinden. Und ja, in der Regel ist es immer so, du fängst an und ja, dann musst du erstmal x Stunden investieren und den Ball ins Rollen bringen, aber wenn du das mal geschafft hast, dann ist es in der Regel eigentlich immer möglich. Und es funktioniert eigentlich bei jeder Art von Videospiel. Auch bei so krassen Gacha-Microtransaction-Games geht das genauso. Es gibt sicherlich Games, wo es nicht geht, aber ich bin tatsächlich eigentlich schon, also eigentlich seit ich Free-to-Play bin, also seit 7 Jahren bin ich eigentlich noch keinem begegnet. Bisher war es eigentlich in jedem Spiel möglich, dem ich begegnet bin. Bei manchen sicherlich schwieriger und bei manchen sicherlich leichter. Aber eigentlich ist es wirklich eine Kopfsache. Und auch bei so extremen Pay-to-Win-Games oder auch bei Gacha-Games, wenn du sagst, naja, du willst halt C6 und whatever, jetzt zum Beispiel von Genshin und so, da muss man halt hingehen und sagen, okay, und so radikal sein, dann spare ich Free-to-Play alles und pulle dann nur für diesen einen Charakter. Dann muss man halt aber auch so konsequent sein und nicht bei jedem neuen Charakter schreien, den muss ich haben, den will ich haben, das kostet mich wieder so viel Geld, es ist mir egal, den hole ich mir. Und dann halt im Nachhinein sagen, oh Mann, ist aber so teuer und pipapo. Ja, da muss man halt dann einfach, also man muss halt irgendwo dann einfach Abstriche auch machen. Ich meine, natürlich, was ich nicht sagen will, ist nicht, dass du alles haben kannst als Free-to-Play. Ich meine, das geht in vielen Spielen natürlich nicht. Aber du brauchst ja in der Regel auch nicht alles. Du brauchst nicht alle Helden, du brauchst nicht alle Charakter, du brauchst nicht alle Waffen und so weiter. Brauchst du ja gar nicht. Es gibt eigentlich kein Spiel, wo das so ist. Du willst es vielleicht, aber du brauchst es nicht wirklich. Und es ist eigentlich wirklich eine Kopfsache. Wenn man das mal irgendwie drin hat, dann will es nicht übertreiben, aber ein bisschen schon. Dann sieht man die Welt mit ein bisschen anderen Augen. Die Welt der Videospiele.
Tatsächlich. Also zumindest für mich war es so. Ein 10er gecasht beim Fly für einen Rudolf-Head. Damn. Weep. Schon irgendwie eine kleine Sucht leider, die machen das ja gerade heutzutage schon sehr gezielt. Ja, aber ich meine, also es stimmt schon. Und auch die Psychologie, die Preispsychologie und so, die Videospiele heuern ja literally Psychologen an, um rauszufinden, wie sie die meiste Kohle aus dir rauspumpen können. Aber das funktioniert ja nur, wenn du dafür anfällig bist. Wenn du selber dein Mindset so eingestellt hast, dass du dafür nicht anfällig bist, dann könnt ihr auch 100 Psychologen einstellen, du wirst trotzdem nicht cashen. Also am Ende des Tages hast du es trotzdem immer noch in der eigenen Hand. Ich meine, der Psychologe oder das Marketing-Team von dem Videospiel, was du spielst, geht ja auch nicht zu dir und nimmt dir dein Geldbeutel weg und klaut dir dein ganzes Geld. So ist es ja nicht. Das ist immer noch deine aktive, bewusste Entscheidung, tatsächlich Geld auszugeben. Also wie bei jeder Sucht. Also trotzdem bist du immer noch derjenige, der es macht. Und wie bei jeder Sucht kann man sie besiegen. Also schwer wieder rauszukommen. Also ich finde nicht, weil eigentlich ist es, also ich würde mal behaupten, jeder, der sozusagen süchtig ist, also so Cash, Pay-to-Win, Videospiel süchtig, wird zwangsläufig, es ist nur eine Frage der Zeit, eigentlich. Wobei, na gut, kommt vielleicht auf die Games an, die man spielt, aber in der Regel würde ich sagen, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man mal richtig heftig Pech hat, obwohl man gecasht hat. Und dann sollte eigentlich irgendwann der Punkt kommen, wo es im Kopf Klick macht und man sich einfach nur denkt, Junge, ich werde hier komplett verarscht, ich gebe nie wieder Geld aus. Und dann sagt man es aber nicht so, weil man sauer ist, sondern man meint es wirklich, also natürlich sagt man es, wenn man sauer ist, natürlich ist man sauer. Aber man sagt, also man meint es halt auch wirklich ernst und so habe ich das damals auch gemacht. Also erstens war es einfach zu viel Geld, das ich auch eigentlich nicht wirklich hatte. Ich habe immer mein Weihnachtsgeld zum Beispiel ausgegeben, weil das das einzige Geld war, was ich wirklich einfach so rumliegen hatte, weil Weihnachtsgeld ist ja die Definition von, du bekommst einfach in einem Monat doppelt so viel Geld, basically. Weil das war in der Ausbildung, da habe ich tatsächlich nicht doppelt so viel bekommen, sondern einfach nur ein paar hundert Euro. Und da war das auch gar kein Witz, ich gebe mein Weihnachtsgeld für Flyforce, sondern es waren literally damals irgendwie ein paar hundert Euro. Und die habe ich literally komplett für Flyforce ausgegeben. Aber das konnte ich auch nur machen, weil es halt plötzlich war einfach mehr Geld da. Und so. Aber letztendlich wird es ja bei vielen Leuten eigentlich so sein, dass sie das Geld dafür wahrscheinlich auch gar nicht richtig haben. Zum Teil. Und wie gesagt, also eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis du mal so richtig gefühlt verarscht wirst von einem Game. Wie gesagt, du hast einfach richtig Pech, wie ich damals mit den Change Awakenings, wo wirklich einfach 200 Euro wirklich weg sind. Die sind einfach weg, die sind einfach verschwunden, sie existieren nicht mehr und du hast absolut keinen Mehrwert daraus gezogen. Und wie gesagt, dann könnte hoffentlich der Effekt eintreten, wo du dich so verarscht fühlst, dass es, wie gesagt, Klick macht und dir denkst, nee, das mache ich wirklich nie wieder. Aber ich kann natürlich nur für mich sprechen. Und ja, bei mir war es halt so. Also einerseits die Sache mit dem Geld, dass es einfach zu teuer war und ich das Geld auch einfach nicht wirklich hatte und auch nicht ausgeben wollte. Aber auch wirklich die Tatsache, dass ich es so komplett verschleudert habe. Für nichts. Mehr oder weniger nichts. Also eher mehr nichts. Was genau, Lost in Toilet?